gibt es so viele Möglichkeiten, Anregungen von außen zu bekommen. Also da hat jeder Musiker die Verantwortung und auch eigentlich die Verpflichtung. Ich fühle auch, bei jedem Projekt lerne ich was dazu. Und diese Beschäftigung mit den größten Meisterwerken, die wir überhaupt haben in unserer Kultur, die ist, das ist ganz wichtig, diese Dankbarkeit zu bewahren als Musiker. In Dornach in der Schweiz findet am Goetheanum ein weltweiter medizinischer Austausch statt. Ein Rückblick auf 100 Jahre Anthroposophie, aber vor allem auch ein Blick auf die Zukunftspotenziale einer integrativen Medizin. I have an interest in spirituality and medicine, and I felt, okay, there's something about this that I need to be here for. This impulse, this bridge moment, this presencing between two seemingly different places. Was für mich wichtig war hier auf der Tagung, war eigentlich eine Form von Medizinausdruckung, die mir mit Herz und Wissenschaft was zu tun hat und Moral. Zukunft fängt mit Ausbildung an. Das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke verwirklicht eine integrative Medizin auf klinischer Ebene. Der Gründungsimpuls ging von Gerhard Kienle aus, dem es nach der Erfahrung von Gleichschaltung und Ideologie im Nationalsozialismus ein Herzensanliegen war, eine menschliche Medizin im klinischen Maßstab zu realisieren. Und Gerhard Kienle hat dieses Klinikum und die Universität konzipiert 1944 und ab 1946 an ihrer Realisierung gearbeitet. Es hat lange gedauert, bis die erste anthroposophische Klinik mit so einem öffentlichen Duktus wie Herdecke beginnen konnte. Das war 1969 in der APO-Zeit, die in mancher Hinsicht günstig war. Und die Universität hat 1982 eröffnet. Also da würde ich einen großen Schritt sehen, Anthroposophie in der Öffentlichkeit, in der Auseinandersetzung mit akademischer Wissenschaft, in eine gestaltende Kraft für einen öffentlichen Ort. Heute ist es ein kollegiales Leitungsteam, das das integrative Begleitstudium Anthroposophische Medizin auf Augenhöhe mit den Studierenden entwickelt. Im praktischen Jahr arbeiten die angehenden Ärztinnen und Ärzte in hoher Eigenverantwortung. Im Witten-Herdecke hat man die Möglichkeit, von schulmedizinisch von Anfang an sehr nah am Patienten zu arbeiten, dass man nicht nur die Theorie, sondern direkt das erleben darf. Und gleichzeitig zusammen mit dem IBAM ist die Möglichkeit, von Anfang an den Mensch als ganzheitliche Wesen zu betrachten. Und hier in die Ausbildungsstation merke ich mit Freude, wie viele Patienten, die ich jetzt betreuen darf, mir die Rückmeldung geben, ich habe mich zum ersten Mal wahrgenommen gefühlt. Also im praktischen Jahr sind die Studierenden ja überall auf Stationen. Und bei uns auf der Ausbildungsstation sind die Studierenden im Grunde als Ärzte unter Supervision tätig. Und dann haben wir festgestellt, dass die Patienten das gut finden. Also dass die Patienten sagen, wir fühlen uns sehr gut befragt, sehr gut untersucht. Die Studenten kümmern sich gut um mich, die haben Zeit, die erklären mir das. Und die haben die Behandlung als sehr empathisch und sehr befähigend erlebt. Was haben Sie denn hier für Therapien nochmal alle gemacht? Kunsttherapie habe ich jetzt gemacht und Musiktherapie. Dann kriege ich die rhythmischen Einreibungen oder rhythmischen Massagen. Ja, können Sie sich denn vorstellen, davon irgendwas so zu Hause noch zu machen? Ja, die nette Frau von der rhythmischen Massage würde ich gerne mitnehmen. Unser Leitsatz ist, den Studierenden helfen, die Medizin zu realisieren, die ihnen ein Herzensanliegen ist. Also das war für mich eine der bewegendsten Erfahrungen auf der Ausbildungsstation und im Begleitstudium, dass ich gemerkt habe, die Studierenden bringen ganz viel mit und ich kann auch ganz viel von denen lernen. Und das Schönste eigentlich, also das Wertvollste entsteht durch die gemeinschaftliche Arbeit. Was ich eigentlich am meisten mit auch Anthroposophisches so in meinen
in meinen medizinischen Alltag inkorporiert habe, dann würde ich sagen, dass es vor allem irgendwie so das Menschen- und PatientInnen-Bild ist, was mich irgendwie auch viel praktisch getragen hat durch die Zeit des Medizinstudiums. Das normale Medizinstudium hat sich ja wie die Medizin außerordentlich bereichert über die letzten Jahrhunderte, darf man sagen, durch die groß werdende Naturwissenschaft. Und das hat die Medizin ja auch reich und groß gemacht in all ihren Fertigkeiten. Aber was man fast auf dem gleichen Weg mitsehen und verfolgen kann, wenn in dieser Begrifflichkeit kein Begriff von Individuum oder geistiger Individualität vorkommt, dann gibt es den auch irgendwann nicht mehr in der Medizin, wenn man das lang genug sozusagen verfolgt. Und das erlebt ja die Medizin gerade. Ne? Die verliert sozusagen das Gegenüber, das Du des Menschen aus dem Blick. Das ist das, was die anthroposophische Medizin will. Ein Gegengewicht oder den zweiten Ausleger zu dieser aufkommenden Naturwissenschaft mit einem naturalistischen Ansatz auch haben, die geistige Innenseite in der Natur und vor allem im Menschen zu entdecken, freizulegen und für die Medizin fruchtbar zu machen. Und in dem Impuls sahen wir uns schon und haben das versucht, im Begleitstudium zu realisieren und umzusetzen. Neben der medizinischen Ausbildung ist auch die medizinische Forschung an der Universität Witten-Herdecke zu Hause. Ein Forschungsprojekt des Onkologen und Kinderarztes David Martin zum Beispiel widmet sich dem Thema Fieber bei Kindern. Als Amerikaner und Franzose bin ich viel gereist und ich habe gesehen, wie unterschiedlich mit Fieber umgegangen wird in den verschiedenen Ländern und auch innerhalb eines Landes, je nach Einstellung des Menschen und des Arztes. Und was mir auch auffiel, als ich dann mich mit der Literatur beschäftigte, ist, wie wissenschaftlich gesehen Fieber als Ressource angesehen werden muss. Und auf der Basis dieser Erkenntnis kann man sich fragen, ob jetzt angesichts der Probleme, die wir gerade haben mit Antibiotikaresistenz und so weiter, ob ein guter Umgang mit Fieber einen Teil dieser Probleme lösen würde. Es gibt inzwischen 10 Studien, die zeigen, dass Menschen aus naturheilkundlichem Hintergrund weniger Antibiotika verschreiben. Und auf diesem Hintergrund habe ich einen Antrag gestellt beim Bundesministerium für Bildung und Forschung mit der Frage, sollten wir nicht versuchen, diesem Problem Hilfe zu leisten, indem wir eine App entwickeln, die einerseits aktuelle wissenschaftliche Informationen den jungen Eltern direkt in die Hand gibt. Das ist das, was sie immer zur Hand haben. Und andererseits ihnen ermöglicht zu dokumentieren, wie sie mit Fieber umgehen, damit wir wiederum davon lernen können. Also die App allein ist nicht das Wichtige, aber die App im Rahmen einer guten Beziehung zwischen Kinderarzt und Eltern ermöglicht dem Kinderarzt in sehr kurzer Zeit das Wesentliche den Eltern zu sagen und dann haben sie die App zur Verfügung für weitere Informationen. Weil je nachdem, ob das Fieber ansteigt oder ob es im Plateau ist oder ob das Kind schwitzt und das wieder heruntergeht, wird man das Kind verschieden behandeln und das ist bisher sehr wenig berücksichtigt worden. Wir sind in diesem Projekt auch offen für alle integrative Aspekte, die mit hineinfließen können und versuchen auch dafür Evidenzen zu schaffen. Denn wir müssen eine Medizin entwickeln, die wirklich ein ganzes Spektrum an Möglichkeiten bietet, aus der dann die Ärzte und die Eltern im jeweiligen Zusammenhang das herauswählen, was wirklich jetzt gerade gut ist. Und um das zu machen, muss man gut wahrnehmen können, man muss gut fühlen können, gut bei sich sein und gut beim anderen sein, gut in der Beziehung verankert sein. Und daraus kann eine gute Medizin entstehen. Um Kindergesundheit geht es auch bei dem Projekt Future of Childhood, das David Martin zusammen mit der Schulärztin Silke Schwarz entwickelt. Sie beschäftigt sich mit dem hochaktuellen Thema Digitalisierung der Kindheit. Das heißt, wir leben heute in einer Zeit, in der als neue Herausforderung die Welt der digitalen Medien kommt. Und wir alle lieben digitale Medien und sehen gleichzeitig, und es ist durch sehr viele Studien belegt, dass die Digitalisierung, wenn wir Erwachsene nicht sehr, sehr wach und bewusst damit umgehen, für die Kinder und für die Entwicklung von Kindern eine Gefährdung darstellt. Und dazu haben wir inzwischen auch publiziert und wir konnten zeigen, dass solche bewusst gewählten Zeiten, in denen man achtsamer und reduziert mit digitalen Bildschirmmedien umgeht, dass es wirkt und dass es den Familien besser geht im Bereich von Wohlbefinden, Dankbarkeit und Beziehung untereinander.
Seit jeher beschäftigt uns die Frage, warum wir eigentlich krank werden. Man kann aber auch fragen, wie erhalten wir am besten unsere Gesundheit? Die konventionelle Medizin verfolgt den pathogenetischen Ansatz, Krankheiten zu behandeln, die durch Risikofaktoren wie Gifte, Stress, Einsamkeit oder Depression entstehen können. Die integrative Medizin ergänzt den salutogenetischen Ansatz. Sie versucht, den Menschen zur selbstwirksamen Stärkung seines Immunsystems zu motivieren, damit Krankheit gar nicht erst entsteht. Mit bewusster Ernährung, Bewegung, gelingenden Beziehungen, Kunst und Kultur, aber auch mit natürlichen Arzneimitteln und äußeren Anwendungen. Der Begründer der Salutogenese, Aaron Antonowski, hat eben gesagt, nicht die Umstände bestimmen das Menschenglück, sondern die Fähigkeit zur Bewältigung der Umstände. Also ein ganz wesentliches Moment zwischen der Pathogenese und der Salutogenese ist, dass ich bei der Salutogenese Selbstwirksamkeit erfahre, dass ich sehe, ich kann selber etwas tun, ich kann mich auseinandersetzen, ich bin befähigt, auch wie mein Immunsystem etwas zu lernen. Und daher habe ich eben eine ganz andere seelische Konstitution dabei. Ich merke, ich bin Täter, und bei der Pathogenese habe ich immer das Gefühl, ich bin Opfer eines Virus, eines Bakteriums, was etwas mit mir macht. Und damit dreht sich sozusagen von der passiven Therapie es um. Ich komme in eine aktive Therapie, und die anthroposophische Medizin ist nun eigentlich die moderne Form der integrativen Medizin, die wissenschaftlich durch Forschung abgesichert salutogenetische Konzepte und die pathogenetischen Konzepte zu einem Gesamtkonzept, dem anthroposophisch-medizinischen Konzept, zusammenbringt. Wir wissen seit einigen Jahren, dass der allerwichtigste Faktor für die Gesundheit eines Menschen Beziehung ist. Und dennoch haben wir noch kein Paradigma in der Naturwissenschaft, das Beziehung wirklich gut beschreiben kann. Und das erachte ich als eine noch zu lösende Aufgabe. Und ich glaube, dass die Anthroposophie und die Perspektive der Anthroposophie auf den Menschen bis hin zur Perspektive auf den Menschen als wirtschaftliches Wesen ein Ansatz sein kann, um zu einer Lösung dieser Frage zu kommen. Also die anthroposophische Medizin ist immer noch, obwohl sie jetzt 100 Jahre alt geworden ist, relativ jung in der Medizinhistorie. Und das Umdenken im Sinne von Salutogenese ist erst 30, 40 Jahre alt, dass eben Selbstwirksamkeit eine Rolle spielt, dass die Aktivität, die Ressourcenaktivierung eine Rolle spielt in der Medizin, ist heute eigentlich keine Frage mehr. Ja, 3/4 der Bevölkerung wünschen sich eine integrative Medizin. Hingegen in der klassischen Medizin ist die Diskussion unter den Ärzten eben noch sehr heterogen. Das heißt, es wird immer bezweifelt, dass genügend wissenschaftliche Studien sind. Und das ist genau der Ansatz, den die anthroposophische Medizin jetzt gehen möchte, dass sie eben ihre Therapien evaluiert, dass sie sich voll der wissenschaftlichen Auseinandersetzung stellt. Und bisher kommt leider immer nur raus, dass die anthroposophische Medizin mit ihren Zusatzangeboten eben auch bessere Ergebnisse hat, als wenn wir nur konventionell behandeln würden. Also für die Zukunft der anthroposophischen Medizin halte ich zwei Dinge für sehr wesentlich. Das eine ist, dass sie sich tatsächlich aus sich heraus weiterentwickelt und dafür sich auch öffnet, insgesamt im medizinischen Umfeld, unverkrampft in Interaktion tritt mit anderen Konzepten und sich evaluieren lässt. Also man könnte sagen, wissenschaftlich weiterentwickelt. Und den zweiten Punkt, das ist, dass der Klinikimpuls, wie wir das Jahrzehnte genannt haben, also dass anthroposophische Medizin so praktisch sein kann und so erfolgreich sein kann, dass sie Kliniken in modernen Gesundheitssystemen betreiben kann. Das, glaube ich, ist sehr wichtig, dass wir das internationalisieren, dass das in anderen Ländern auch gelingt. Das wünsche ich mir. Ja, also ich denke, die Medizin der Zukunft wird eine patientenorientierte Medizin sein, die eben praktisch einen Schwerpunkt daran sieht, den gemeinsamen Weg in der Therapie zu finden. Das heißt, zu schauen, was sind die Bedürfnisse, was kann überhaupt umgesetzt werden von Seiten des Patienten, der Patientin. Und da sehe ich halt auch vor allem halt Konzepte, die ganzheitlich medizinisch arbeiten, deutliche Vorteile in der Nutzung und in der Anwendung.
Unser Blick in die Zukunft wäre zu sehen, dass wir die Kräfte des Zusammenarbeitens stärken und gut nutzen können, was alles eine hochtechnisierte Medizin bringt, aber das Individuum im Gegenüber nicht aus den Augen zu verlieren. Die Studierenden bringen da sehr viel Power und Kraft und Zukunftsideal mit, das Menschliche da drin immer wieder gleichgewichtig mitzugestalten. Es ist der Geist, der sich den Körper baut, schrieb Friedrich Schiller. Und im Grunde fühlen wir alle, dass der Mensch mehr ist als die Summe seiner leiblichen Teile. Die integrative anthroposophische Medizin sieht den Menschen nicht nur als körperliches, sondern auch als seelisches und geistiges Wesen und unterstützt ihn in seinem Potenzial, sich als freies Individuum zu entwickeln und gestaltend in der Welt zu wirken. Für die Medizin braucht man Menschen, die die molekularen Vorgänge im Körper erfassen können und durch sie hindurch immer den Anspruch haben, den ganzen Menschen zu behandeln. Medizin ist eben nur dann Medizin, wenn sie den ganzen Menschen behandelt. In diesem Sinne beglückwünsche ich Sie zu 100 Jahren anthroposophischer Medizin. Dass es sie gibt, ist für mich ein Trost, aber auch ein Hoffnungsschimmer am Horizont der Zukunft der Medizin.